Menschen sind kreativ und das ist im Grunde ja auch das Wesen der Kunst. Also dass wir scheinbar Geglaubtes und als real Geglaubtes auch hinterfragen können und wieder neu ordnen können. Die Ausstellung heißt Phantominseln. Phantominseln sind ursprünglich auf historischen Karten kartografierte Inseln, die sich dann aber teilweise hunderte Jahre später erst als Nicht-Existenz herausstellten. Jedes dieser Werke lässt auf den ersten Blick eine landschaftliche Anmutung erkennen, die dann aber bei genauerer Betrachtung sich auch automatisch sofort wieder auflöst, sich ergießt in ganz andere, teilweise komplett themenfremde, scheinbar zufällig im digitalen Wust unserer Zeit gefundenen Bilder, seien es Werbebilder, Pressefotos, Kaufhausregale, anatomische Röntgenbilder. Die Rolle des Menschen in seiner biologischen, anatomischen Begrenztheit ist ein ganz wichtiges Thema meiner Werke. Diese körperliche Begrenztheit manifestiert sich zum Beispiel in den Leuchtkästen. Wenn das Licht der Kästen ausgeht, wird der Spionspiegel opaque und reflektiert den Umraum, sprich auch den Betrachter selbst in die Kunst hinein. Diese Reflexion erlischt ja dann dadurch auch automatisch auch wieder, wenn das Licht angeht. Also dementsprechend löst sich auch der Betrachter wieder auf. Und in der großen, raumgreifenden Arbeit, dem Vorhang, manifestiert sich die menschliche Präsenz nochmal anders. Einerseits natürlich durch die Reflexion in dem John Arden Leder Mirror, andererseits aber in diesem fast performativen Moment des Durchschreitens des Vorhangs. Und auf der Rückseite, wie bei den Leuchtkästen auch, ergeben sich ja dann auch immer so ganz andere thematische Felder, die man dann aber im Rückspiegel erkennt, die dann natürlich im krassen Gegensatz eigentlich zu dieser scheinbaren Naturidylle stehen. Also ganz zentral ist diese Arbeit in seiner Größe ein Sinnbild für alles andere, was sich dann in dieser Ausstellung im Kleineren auch manifestiert. Diese Landschaften und Naturdarstellungen, die sich dann aber im Grunde nur als Bühne oder Kulisse für eine eigentlich ganz zentrale existenzielle Überlegung darstellt, nämlich den zwei Themen menschlichen Daseins, seiner Vergänglichkeit und seinem Streben nach Unendlichkeit, der in unserer Zeit eben durch kommerzielle Systeme übernommen wurde. Diese Sehnsucht, die spielt sich dann genauso subtil durch gewisse Werbeslogans, Selbstoptimierungsversprechungen, aktueller Werbung, also Stay Young, Stay Sexy, Forever Young. Diese Tendenz, nie zufrieden sein zu können mit sich selbst und seinem Umfeld, was ja im Grunde so eine kommerzielle Strategie ist, die dann in letzter Konsequenz auch daran schuld ist, dass wir unsere Ressourcen immer mehr verknappen. Die Malerei ist im Entstehen des Werkes auch immer als prozesshafter Akt wichtig und auch nachvollziehbar in den Bildern. Also es gibt da immer eine Schichtung, sowohl nach vorne wie aber auch in die Tiefe, indem ich mit dem Pinsel Schichten auftrage, die ich dann aber wieder wegkratze, wo sich Schichten aufplatzen wie geologische Strukturen oder Baumrindenstrukturen, wo dahinter dann was Neues, bisher Verborgenes wieder durchscheint. Am meisten fasziniert mich immer noch gute Malerei und wie sich Künstler diverser Epochen am ganz Alltäglichen abarbeiten. Also Lovis Corinth ist wirklich für mich einer der ganz zentralen und einer der absolut wichtigsten Maler überhaupt. Er hat diesen Walchensee ja ganz oft gemalt in unterschiedlichsten Stimmungen und Jahreszeiten. Das ist sicher eines der schönsten Bilder aus der Serie. Und mit so einer Freiheit in der Palette und auch in der Pinselführung kann man ja schon gar nicht mehr sagen, das sind eigentlich fast nur noch so dicke Soßen, die sich da über die Leinwand
Klecksen, also in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, was so ganz weit ins 20. Jahrhundert reinragt. Kirkeby ist ja eigentlich ausgebildeter Geologe und das ist auch in seinem Werk immer ganz klar umgesetzt durch die Schichtung der Malerei, durch das Aufplatzen bestimmter quasi geologischer Formationen. Die Skulptur im Garten ist auf den ersten Blick, finde ich, ganz klar erkennbar, dass das zwar ein Bildhauer ist, der aber eigentlich ein Maler ist. Also das ist ein Werk, das natürlich von 4 Seiten betrachtbar ist, aber im Grunde schon durch diese Kastenartigkeit wie eine Leinwand von 2 Seiten bearbeitet ist. Man sieht auch diese unglaubliche Intensität, die Unterschiedlichkeit der Strukturen. Es kommt aus dem Abstrakten und wird fast schon Mensch. Also es ist immer so ein Werk im Übergang zu etwas anderem. Das Thema Mensch und Natur, der Umgang des Menschen mit der Natur, ist ja quasi überzeitlicher. Und da ist tatsächlich interessant zu sehen, dass sich Künstler anderer Epochen auch immer schon mit diesen Fragen der Vergänglichkeit, der Melancholie, ja, der gefühlten Endzeitstimmung befasst haben. Das ist scheinbar auch ein Motor für Kunst generell, dieses Bedürfnis, es muss da noch was Besseres geben, als das, in dem wir uns gerade befinden. Gleichzeitig weiß ich, trotz all unserer negativen Entwicklung wird die Natur immer stärker sein. In irgendeiner Weise wird sie sich durchsetzen.